Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute sind wir auf S31 auf meinem Main und werden uns ein bisschen heute mit der Gilde Celtic beschäftigen. Wie so der Plan für 2023 aussieht, wie es generell so in der Welt jetzt mit der Gilde aussieht, auf welcher Platzierung wir momentan gerade sind und wie die Reise vielleicht so in Zukunft aussehen wird. Und für wen das nicht interessieren sollte, ja, der kann das Video gerne überspringen, aber heute gehen wir da mal explizit drauf ein, und zwar auch anhand von Gildenkämpfen, die wir jetzt hier gemacht haben, denn wir sind ja auf S31 hier auf Platz 1 und haben soweit erstmal keine Konkurrenz, möchte man meinen. Allerdings wäre das echt eine Gilde, die uns schon jetzt, glaube ich, so zweimal oder so letzte Woche besiegt hat. Und das ist natürlich eine Tendenz, die nicht gerade sehr, sehr gut ist für uns. Und da habe ich mir gedacht, da muss man mal so ein bisschen die Initiative ergreifen, dass wir hier auf kurz oder lang nicht irgendwie abgehängt werden. Hauptproblem hierbei ist, dass hier bei Werthers Echte sehr viele krasse Leute dabei sind, wie zum Beispiel Sir Webster und Teufli, was ja meine direkten Konkurrenten in der Ehrenhalle sind. Ne? Platz 1, 2 und 3, das sind immer die, gegen die ich mich hier immer battle. Also wir haben hier direkt die stärksten vom Server in einer Gilde vereint. Dann haben wir auch noch die Drachenhexe, die auch noch sehr, sehr stark ist. Und ja, dann kommt eine kleine Distanz bis zu den nächsten, aber wir haben hier quasi in der Gilde sehr starke Leute drin, gegen die wir uns behaupten müssen. So. Das Hauptproblem bei unserer Gilde ist, dass wir mehr von diesen krassen Leuten am Start haben. Wir haben allerdings wirklich nur ein Problem, und das ist halt, unsere Gilde ist extrem magierlastig. Ja? Wir haben hier zum Beispiel den Seth, der hier Magier ist, der Mordae ist Magier, Dwayne ist Magier, ich bin Magier, Bella ist Magier, und wenn wir mal so die Gilde so insgesamt mal so durchgehen, dann sehen wir, dass wir auch noch relativ viele Magier hier haben in der Gilde. Und aber vor allen Dingen in dem Bereich, die meisten Skillpunkte haben, das sind ja, sag ich mal, so die Top 10, sind sehr viele Magier vertreten, so, ne? Führt natürlich dazu, dass wir ohnehin schon squishy sind, und dann kommt auch noch die Skillung oben drauf, zum Beispiel jetzt von Seth, Mordae und von Dwayne auch, sind relativ schadenslastig unterwegs, was ja per se nicht verkehrt ist für Magier. Ich finde auch, dass eine 60-40 Skillung für Magier eigentlich angemessen ist, sag ich mal, dass deutlich mehr Schaden geskillt werden sollte als eben Defense, Ausdauer, so, ne? Aber das sollte die 60-40 Marke nicht übertreffen. Und vor allen Dingen, wenn man gegen andere Klassen sich behaupten muss und ein bisschen mehr Defense haben möchte und nicht gleich One-Hit sein möchte, sollte man vielleicht doch überlegen, dann in Richtung 55, 45 zu gehen. Denn vor allen Dingen, wenn man halt so eine Glaskanonen hier in der Gilde hat, die wir es halt sind. Und ja, ich versuche das auch demnächst, also ich werde es auch bald machen. Mein Plan ist es jetzt erstmal noch auf 350k zu kommen, Intelligenz, und dann wird erstmal Ausdauer dickfett nachgezogen auf 250k mindestens. Ich habe ja schon ein bisschen Ausdauer gepusht im Vergleich zu den anderen Leuten, die noch weniger Ausdauer haben als ich und ungefähr die gleiche Intelligenz haben wie ich auch. Und diese Konstellation führt dazu, dass, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Teufli haben, der extrem krass reinkrittet, der ungefähr die gleichen Statpunkte hat wie ich, oder einen Sir Webster, der halt einfach ein 50-50 Krieger ist, der tankt halt auch einiges weg und teilt dabei auch sehr viel Schaden aus. Und da sind unsere Magier, das ist wie so eine, ich sage immer, das ist wie so ein Münzwurf, ist eine 50-50 Entscheidung. Und das ist halt eben nicht sehr konstant. Ne? In der Ehrenhalle und in den Gildenkämpfen, ich sage es immer wieder, so Konstanz ist alles, dass man sich dann so hält. Ansonsten wird man von Leuten besiegt, die gar nicht eigentlich dich besiegen sollten. So, ne? Wenn du zum Beispiel eine hohe Waffenschadenspanne auf der Waffe hast oder so. Ne? Das sind so Faktoren, die spielen da mit rein.
Und ja, das hat dann dazu geführt, dadurch, dass wir viele Kämpfe, beziehungsweise was heißt viele, aber ein paar verloren haben, dass ich so ein kleines Umdenken in der Gilde vielleicht damit veranstalte. Und ihr könnt mir mal sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Vielleicht sind da auch noch ein paar Leute. Das Ding ist ja, ich nutze ja bei sowas leider keine SF-Tools, weil ich da nicht so sehr bewandert bin, was das angeht. Ne? Allerdings habe ich nach bestem Wissen und Gewissen versucht, meiner Gilde oder in der Gilde, in der ich spiele, Ratschläge zu geben. Und eventuell seht ihr es genauso oder halt eben nicht. Und da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Und diese Ratschläge sind eventuell auch ganz nützlich für die internationale Ehrenhalle. Entschuldigung. Denn hier ist es ja genau das gleiche Problem, was wir auch lokal auf dem Server haben. Wir werden manchmal auch von Gilden besiegt, die uns vielleicht gar nicht besiegen, ja, müssten, so. Vom Ding her, weil die halt einfach lucky sind und unsere Magier, die ja ziemlich wenig aushalten, One-Hit wegkritten so. Und das darf nicht passieren. Wir sind jetzt auf der besten Position, die wir bisher dieses Jahr hatten. So. Klar, das Jahr ist noch nicht lang, aber wir waren schon ewig jetzt nicht mehr in den Top 10, beziehungsweise, ja, auf der 10 waren wir schon, aber unterhalb der 10, also in einem einstelligen Rangbereich waren wir jetzt schon ewig nicht mehr. Und das ist natürlich sehr, sehr stark. Ne? Da muss man mal ein Lob an die Gilde aussprechen. Und wir werden uns mal den ersten Kampf hier gleich in der internationalen Ehrenhalle anschauen, bevor wir uns mal ein paar lokale Kämpfe gegen unsere direkte Konkurrenzgilde Werthers Echte anschauen, um halt eben das Problem zu verstehen. Und ja, das Video ist ein bisschen durcheinander, das tut mir leid, aber ich hatte in Zuge dessen halt eine Rundmail geschrieben und da solltet ihr dann halt mal drauf schauen, ob ihr das genauso unterstützen würdet oder ob ihr sagt, ey, das ist vielleicht ein falscher Ratschlag gewesen oder so. Wie gesagt, ich berechne das nicht mit irgendwelchen Statistiken oder so, sondern ich würde es einfach so nach Gefühl ja, was so das Beste sein könnte für unsere Gilde, würde ich das halt eben danach gehen. Und ich denke mal, mit den Erfahrungen, die mir schon mit auf den Weg gelegt worden sind und ja, denke ich mal, ist das eine ganz gute Sache auf jeden Fall. Wir gehen dazu mal in die Post rein und zwar hier steht schon der Schlachtplan 2023. Ich habe mich mal rangesetzt. Hey liebe Gilde, da die erfolgreichen Angriffe von Werthers öfter werden, kann man da langsam nicht mehr von Zufall reden. Daher empfehle ich jeden in der Gilde mit allerspätestens Level 550 auf Gold zu questen. Alles andere macht eh wenig Sinn. So, ich denke mal, da sollten mir die meisten zustimmen. Man sollte vielleicht sogar schon ein bisschen früher anfangen. Ne? Ich sag mal so, alles nach 500, 520 so. Da kann man bedenkenlos auf Gold gehen, beziehungsweise nicht stumpf auf Gold, sondern auf die Quest, die halt ja, zum Zeit-, Gold- und XP-Verhältnis von den dreien am meisten Sinn macht. Meistens wird es nachher die Gold-Quest sein. Und früher oder später wird es dann immer die kürzeste sein, 2 Minuten 30 Quest, so ist es bei mir zum Beispiel der Fall. Unsere 5 letzten im Gildenfight, in Klammern Level höchsten inklusive mir, müssten etwas mehr auf Ausdauer gehen, für mehr Konstant in den Fights. Da unsere höchsten 4 alles Magier sind, mit viel Int und wenig Ausdauer ist es zum Ende sehr glücksbasiert, ob wir gewinnen oder nicht. Mit mehr Konstanz auf Ausdauer könnte man etwas entgegensteuern, da viele Magier One-Hit sind. Für die Magier empfehle ich eine allerhöchstens 60-40 bis 55-45 Skillung. Uns fehlt es leider an Konstanz am Ende, der viel tanken kann, dafür haben wir zu wenig Krieger. Ja? So, das ist so die Message, die ich jetzt hier so in die Gilde versendet habe. Und es ist halt einfach so, wir haben hier Smudo zum Beispiel, der extrem krass als Krieger ist. Aber dann hört es kriegertechnisch halt auch schon nachher langsam auf. Ja? Anna ist auch noch ganz gut, aber von den Statpunkten halt nicht vergleichbar mit Smudo zum Beispiel. Ja, und sonst haben wir hier halt unsere Glass Cannon Magier. Ne? Da ist halt das Problemchen. Und wir haben hier halt eben noch den Glubsch als Kundschafter noch als andere Klasse zu erwähnen, aber ansonsten ist es halt eben sehr squishy, sag ich mal so. Ne? Und wenn wir jetzt mal in die Gildenfights reingehen, ich hatte mir mal ein paar gespeichert, die letzten jetzt, die ganz, ganz frischen, da ist zum Beispiel einer dabei gewesen, ein Loose, und ich skippe mal durch bis zum Ende. Ich meine, klar, die weiter unten spielen, die haben natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen, weil umso weniger müssen die weiter oben sich mit den weiter unten
ärgern, sag ich mal. Oh, warte mal, wir sind ein bisschen zu weit. Ich gehe nochmal zurück. Ich hatte jetzt gar nicht so schnell, sorry, ich hatte jetzt gar nicht so schnell geguckt, dass wir hier schon fast am Ende angelangt sind. Bei Teufli wird es nachher nämlich schon interessant. Ja, und da gehen wir dann ein bisschen genauer drauf ein. Bei Duratin auch schon, der ist auch schon heftig unterwegs hier. Da überspringen wir aber nochmal. Dann kommt als nächstes der Ratzfatz. Ist auch noch keine großartige Bedrohung, aber dann kommt Teufli, mein direkter Magier-Konkurrent in der Ehrenhalle, ja, der von den Statpunkten her so ungefähr auf dem Niveau ist, wo ich mich befinde. Und da sieht man halt eben schon das Problem, der löscht halt eben den einen nach den anderen aus. Ist aber noch nicht so das krasse Problem, weil das waren jetzt eher noch so die etwas niedrigeren, sag ich mal. So, und jetzt kommt halt eben der ich sag mal, der Grundfesten, der alles so zusammenhält, die haben halt eben einen sehr, 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 sehr starken Late-Game-Krieger in der Guild und das ist halt Sir Webster so, ne? Und da sieht man, wenn da ja, ein Crit nach dem anderen kommt, dann ist das da schon zu Ende. Ich meine, klar, deswegen, ne, nicht falsch verstehen, sage ich auch im Vorhinein, da hat man es jetzt zum Beispiel gesehen, One-Hit, ja, das darf eigentlich nicht sein. Es ist ein Coinflip, ja, es ist 50-50, wenn eben ein Teufli oder eine Drachenhexe krass reinkrittet, da können wir als Magier auch nichts machen. Anders ist es in der E-Hoff zum Beispiel auch nicht, ja, ist komplett random so, ne, kann man nichts ändern. Aber man kann vielleicht so ein bisschen entgegenwirken, wenn halt unsere Magier ein bisschen mehr auf Ausdauer gehen, dass zumindest solche One-Hits wie dieser hier eventuell nicht mehr so stattfinden würden. So, und ich hatte auch nochmal dazu geschrieben, dass jeder spätestens ab 550 auf Gold geht, weil wenn man sich nämlich mal die Level bei uns anschaut, hier von den höchsten 660, ja, 657, 654 und von den Statpunkten her, sind die halt ein bisschen hinterher, was ja, meine Stat-Punkte zum Beispiel anbelangt, was mich halt darauf schließen lässt, dass diese drei eventuell sogar noch mehr auf XP gehen als auf Gold und das sollte natürlich dann auch nachher nicht sein und bringt uns natürlich auch in der internationalen Ehrenhalle als auch in der lokalen Ehrenhalle auch nicht viel weiter. Deswegen halt eben da nochmal der Hinweis, dass man spätestens ab 550 auf Gold questen sollte. Ne? Natürlich haben wir auch noch andere Kämpfe, die habe ich mir zum Beispiel noch gar nicht weiter angeschaut, gegen Werthers Echte. Und das ist dann halt eben mal so ein Ausreißer. Es ist halt eben nur jetzt zweimal so in der letzten Woche passiert, was halt eben schon lange nicht mehr passiert ist, was eben so einen kleinen Wachruf so ein bisschen bei mir ausgelöst hat, um halt mal, ja, vielleicht für das Jahr 2023 so einen kleinen Plan aufzustellen, wie es da halt eben weitergeht, so, ne? Und ja, hier sieht man halt eben auch, dass die Leute weiter unten auch sehr wichtig sind, weil die löschen nämlich auch so eine Gegner wie Teufli zum Beispiel aus, der für uns nachher für die Top 5, sag ich mal, der Gilde doch eine sehr große Bedrohung darstellt, da er halt eben auch unsere Leute one-hitten kann. Deswegen unglaublich wichtig, dass hier natürlich die Leute auch sich immer zu den Kämpfen melden. Ne? Die sind nicht weniger wichtig, ne? Das möchte ich mal wirklich damit sagen. So, sieht man hier auch sehr krasse Crit-Treffer auf jeden Fall. Und ja, das sind so eigentlich so, sage ich mal, die normalen Fights. Normalerweise haben wir da eigentlich nicht so eine Struggles, aber hin und wieder kommt es halt wirklich vor, dass halt eben unsere Magier weggekrittet werden. Und ich denke mal, für ein bisschen mehr Konstanz ist es ganz ratsam, wenn man zumindest ein bisschen mehr auf Ausdauer skillt. Und ja, wie gesagt, schreibt mir da sehr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich mal auch sehr interessieren. Ich weiß halt, wie gesagt, mit solchen Tools kann man halt eben genau durchkalkulieren, welche Skillung wie am besten ist, um halt eben auf die Gegnergilde am besten ja, auszukontern, beziehungsweise so zu spielen, dass das so am besten ist. Ne? Man sagt ja, gegen andere Klassen, wenn man gegen andere Klassen spielt, sollte man eher Richtung 55, 45 gehen von der Skillung. Und wenn man gegen eigene Klassen spielt, sollte man eher 60, 40 gehen, weil eben das eigene Schadensattribut höher sein sollte als das gleiche Schadensattribut vom Gegner zum Beispiel. Und das wäre natürlich auch nicht so verkehrt, wenn die Leute natürlich noch mehr auf Int gehen würden.
Aber das Ding ist halt eben, dass sie halt auch noch ja, diesen festen Stein namens Sir Webster in der Gilde haben, der halt eben Krieger ist. Und da ist es halt eventuell ratsamer, ein bisschen mehr an Leben zu stacken. So. Ne, wäre jetzt Sir Webster auch noch ein Magier, würde das Ganze wahrscheinlich anders aussehen. Dann hätten sie Teufli als krassen Magier, Drachenhex und Sir Webster als krassen Magier. Und dann, gut, könnte man überlegen, auch noch so weiterzumachen mit der Skillung. Aber ja, durch ihn eben, durch diese feste Konstante, der halt eben auch so viele von uns mitnimmt hier, ist es halt eben sehr schwer, als Magier sich so zu behaupten. So. Wenn da die Crits nicht sitzen, ne, dann ist das nicht gerade angenehm. Gut, ja, also wisst ihr auch gleich meine Skillung fürs nächste Jahr. Ich werde so schnell wie möglich versuchen, auf 350k zu kommen. Das liegt halt einfach daran, dass ich, naja, auch so ein gewisser Zahlenfetischist bin und das halt alles eben möglichst glatt haben möchte. Und das können die anderen natürlich auch machen hier. Wenn die auch noch jetzt auf 350 gehen oder so, keine Ahnung, können sie sehr, sehr gerne machen. Aber spätestens danach sollte man eben zusehen, dass man vielleicht ein bisschen mehr auf Ausdauer geht. Und ich ziehe Ausdauer dann auch gleich direkt danach. Wenn das auf 350 ist, wird das auch auf 250 hochgezogen. Eventuell vielleicht sogar noch ein bisschen höher, aber ich glaube, ich werde es erstmal so lassen, dass ich mich in 50k Schritten voranbewege. Also, wenn wir hier 50k haben, dann wird hier auf 250k bewegt, sodass wir quasi 350 zu 250 haben. Und dann, gut, in solchen 100er Distanzen werde ich mich dann versuchen, immer weiter zu bewegen als Magier, weil ich roundabout so die beste Skillung finde für einen Magier. So, ne? Aber man muss eben spezifisch schauen, wer sind so deine Gegner gerade, sei es in der IHOF oder hier in der lokalen Ehrenhalle. Ne? Okay, ja, Leute, das war so ein bisschen Theorie-Crafting hier mal von mir. So ein bisschen meine Gedankengänge und wie es aussieht so um Celtic. Ne? Also nach wie vor eine sehr krasse, sehr starke Gilde. Sind in den Top 10 auf Platz 9 momentan weltweit. Also ist sehr, sehr krass auf jeden Fall. Werden versuchen, das Ganze noch zu improven und lasst mich gerne mal eure Meinung wissen, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet, ob die Magier ein bisschen mehr auf Ausdauer vielleicht skillen sollten, um halt eben diesen Glass Cannon One-Shot-Effekt so ein bisschen zu vermeiden und dem entgegenzuwirken. Das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.